Hallo Freunde, heute möchte ich wieder ein Acrylbild in der Fließtechnik machen. Wollte euch aber auch mal genauer zeigen, wie das funktioniert, was man dazu braucht und wie man die Farbe anmischt. Wurde viel angesprochen schon von meinen Abonnenten, darum will ich es ein bisschen genauer zeigen. Also heute geht es nicht wirklich um das Bild selber, sondern wie man so ein Bild erstellt und was man dazu braucht. Ich habe jetzt im Prinzip vorbereitet ein paar Farben hier, und zwar Flieder, Kupfer, Silber und Gold. Klar, ein paar Handschuhe brauchen wir dazu, dass man nachher nicht die Finger so dreckig macht. Gut, habe jetzt hier nochmal einen Glitzer dazu genommen, einen Glitterpowder, Silber. Ein paar Becher, um die Farben dann anzumischen. Dann ganz wichtig, das ist jetzt Transparentlack glänzend. Ich nehme das auch im Bösner, weil das im Prinzip um die Hälfte kostet, was von Liquitex. Da heißt es halt Flow Medium. Dann gibt es noch von Schminke, da heißt Pur Medium. Es ist aber im Prinzip nichts anderes, glänzend. Es gibt es natürlich auch in matt und glänzend, Transparentlack. Das ist eigentlich dieses Medium, damit die Pigmente einfach zusammenhalten, wenn man es verdünnt. Weil sonst verlaufen die zu arg und dann ja, wird das Bild wässrig. Ja. Mein Wasserfläschchen, da tue ich im Prinzip noch Wasser verdünnen. Dann habe ich hier ein Silikonspray, gibt es auch im Baumarkt. Und gerade wegen dem Silikonspray, normal nehme ich immer meinen Gasflammenwerfer, aber der ist jetzt leer. Dafür habe ich noch meinen großen dabei. Ja gut, gibt es auch im Baumarkt, aber schon mit Vorsicht zu genießen, weil der ziemlich, wenn man den kippt, ziemlich arg sprüht. So, dann lege ich die Farben mal zur Seite. Ist halt so, ich habe viel im Internet nachgesucht, aber es ist meistens alles nur in Englisch. Zumindest habe ich noch keine deutsche Erklärung gefunden, deswegen wollte ich es für uns Deutsche einfach mal auch machen. Ein Lappen natürlich und ein Pinsel zum die Farben rumrühren. So, einen Keilrahmen habe ich. Den habe ich jetzt einfach mal 30 auf 30 genommen. Den kann man mal auspacken. Ja, also ganz normaler Keilrahmen. Man soll natürlich immer auch eine Erhöhung haben oder ein Auffangbecken, wo die Farbe dann reintropft, weil sonst hat man sich natürlich alles versaut, aber in der Regel sollte immer eine Folie drunter legen, zur Sicherheit, wenn ihr euch nicht die ganzen Tische oder irgendwo ihr arbeitet, das versauen möchtet. So, dann nehme ich im Prinzip das Pur-Medium, fülle ich erstmal in die Becher rein. Also es ist wirklich wie so, ja, dickflüssige Suppe. Das reicht in der Regel, weil wir verdünnen ja noch mit Wasser. Sonst kann man nachher immer noch ein bisschen nachgeben. So, 4 Farben, 4 Becher. Dann fange ich mal mit Flieder an. Also theoretisch, ihr braucht eigentlich nur ein paar Tropfen immer. Nicht wirklich viel. Weil die Farbe verteilt sich dann recht gut. Gold. Ich hoffe, da ist noch was drin. Okay. Ich habe zwar noch Ersatz, aber das reicht eigentlich schon. Kann man gleich entsorgen. Kupfer. Also Gold, Kupfer, Silber, das sind immer wie so metallic glänzende Effekte. Gefällt mir recht gut, wenn es jetzt aufbekommen würde, wäre es auch nicht schlecht. So. Da ist natürlich auch schon ziemlich viel drin. Silber noch.
So, und dann am besten erstmal verrühren mit dem Pure Medium. Pure Medium. Ihr seht schon hier, gibt es so eine breiige Masse. Das ist halt jetzt recht dickflüssig, also verläuft sehr schlecht. Dann gibt man noch Wasser dazu. Und Wasser finde ich auch mal ganz wichtig, immer so nach und nach verdünnen. Also nicht einen Haufen Wasser reinschütten, sondern immer ein bisschen mehr dazugeben, wenn es noch zu dick ist. Und dann auch hier. Sieht jetzt recht dünn aus, aber wenn es immer noch sehr langsam aus dem Becher läuft, ist es fast noch zu dick, weil sonst habt ihr echt Probleme. Am Anfang läuft es immer sehr gut, aber dann in die Ränder, das ist immer wichtig, dass die Farbe ein bisschen in die Ecken rausläuft. Da wird es dann ziemlich zäh dann meistens. Da muss man immer mit den Fingern nachhelfen, das zeige ich euch nachher auch noch. Das habe ich schon verspritzt. Wenn da Wasser drauf ist, macht gar nichts aus auf dem Bild oder auf den Keilrahmen. Weil manchmal eh besser ist, manche streichen es auch mit Wasser ein oder weichen den vorher mit Wasser ein, damit es besser verfließt, aber braucht man nicht. Man kann natürlich auch mit Schwarz vormalen, wenn einer der Untergrund schwarz besser gefällt. So, jetzt läuft es eigentlich recht gut. Wenn es gut läuft, läuft es fast nicht mehr vom Pinsel runter, sondern es tropft. Aber das seht ihr, wie stark das dann verdünnt ist und dass die Farbe trotzdem noch zusammenhält. Dazu ganz wichtig dieses Pure Medium oder Transparentlack, wie es bei uns hier in Deutsch heißt. So, dann habe ich den Lappen hier zum Abwischen. Jetzt kommen wir zu Gold. Ich hoffe, ist das Video nicht zu zäh oder zu langflüssig, aber wie gesagt, wenn man es richtig zeigen möchte, dauert es halt seine Zeit. Und wenn es euch wirklich interessiert oder ihr das mal selber nachmachen möchtet, hoffe ich doch, dass ich euch damit mit diesem Video helfen kann. Weil das ist immer die ganze Vorbereitungszeit, was man meistens auf die Videos dann gar nicht sieht. Ihr müsst halt immer schauen, dass ihr auch genügend Farbe habt. Nicht, dass es zu wenig ist. Also wenn ihr jetzt einen größeren Keilrahmen nehmt, damit dann die Farbe nicht reicht, und das ist dann immer schlecht, wenn man es dann nochmal nachmischen muss. Nein, kann man schon machen, aber es verläuft dann nicht mehr so wie die erste Farbschicht. Darum lieber ein bisschen mehr machen wie zu wenig. Ja, so. So, dann haben wir Gold fertig. Dann kommen wir zu Kupfer. Ihr seht da hier, wie sich das vermischt. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Also wenn ihr meine Hand seht, ich habe gestern noch einen Kampf mit meiner Katze gehabt. Habe ich leider verloren. Nicht wundern, dass meine Hand so verschrammt ist. Die Katze war stärker.
Ihr könnt da recht gut verdünnen, ihr braucht da nicht Angst haben, dass es zu dünn ist. Weil wie gesagt, durch das Biomedium hält die Farbe zusammen, die Pigmente. Und im schlimmsten Fall, das können wir jetzt auch mal machen, kann man einfach noch ein bisschen von diesem Biomedium dazu machen. Das heißt einfach mal Transparentlack dazu, wie es bei uns heißt. Ein bisschen Wasser. Ja. Gut. Zuletzt noch das Silber. Seht ihr auch, wie es wird. Mir gefallen halt diese Glitzerfarben, also ich sage jetzt einfach mal ein bisschen Metallic-Effekt. Und je nachdem wie ihr das Bild nachher machen möchtet, ob ihr jetzt einen Marmoreffekt oder abstrakt, keine Ahnung, also ich lasse mich da immer inspirieren, wenn es soweit ist. Ich habe eigentlich meistens nie richtig ein Bild im Kopf und es kommt meistens eh anders raus, wie man denkt. Ja, man kann schon ein bisschen beeinflussen, aber könnt ihr auch mal meine anderen Videos anschauen. Da habe ich ja verschiedene Arten von Bilder erstellt. So. Ja, ist schon ein bisschen dick. Müssen wir aufpassen. Ich möchte auch noch mal mit Silikonspray, mache ich auch noch rein. Das habe ich da vorher schon mal erwähnt. Muss man nicht reinmachen. Es gibt halt immer diesen Bläschen-Effekt, wenn man dann mit dem Gasbrenner praktisch drüber geht. Finde ich recht gut, kommt da gut und muss nicht. Ne? So, das war jetzt eigentlich immer diese Vorarbeit, wo man sonst auf die Videos oder auf meine Videos auch nicht sieht. Aber dass ihr das mal gesehen habt, dann kann man das aber auch gleich mit Silikon. Und wie gesagt, das ist ja relativ egal, wenn da was drauf kommt. Weil das nachher eh verdeckt. Silikonspray, ja, ich sag mal mit Vorsicht zu genießen, manch 2 Sprüher rein. Kann aber auch mehr machen oder weniger. Manchmal mache ich ja mal zu wenig rein, dann wirkt es gar nicht. So. Das vielleicht nochmal kurz verrühren ein bisschen. Immer schön den Pinsel sauber machen, sonst habt ihr wieder andere Farbe im anderen Topf. So. Lappen mal weg. Pinsel weg. So. Ganz wichtig vielleicht auch, gerade wegen der Fließtechnik, dass das Bild halt dann auch gerade liegt. Am besten sage ich immer eine Wasserwaage. Schauen, ob es einigermaßen im Wasser liegt. Weil sonst habt ihr das Problem schon, wenn du die Farbe drauf gießt, dass sie dann gleich nach links oder rechts wegläuft und gar nicht das ist so, wie ihr es möchtet oder wollt. So, jetzt ziehen wir die Handschuhe an, weil jetzt wird es etwas
dreckig, sage ich jetzt mal. Ja, wenn man sonst die Finger voller Farbe hat. Jeder wie er es mag. So. Gut, dann können wir das mal weg. Wasser brauchen wir nicht mehr, Silikon brauchen wir nicht mehr. Der ist wie gesagt mein kleiner. Ja, leider nichts mehr drin. Hau weg. Gut, mit was ihr dann anfangt, ist im Prinzip egal. Hell, dunkel. Ihr kennt ja vielleicht, ihr könnt Punkte machen. Ich mache es jetzt einfach mal vor. Die Farbe ineinander verlaufen lassen. Ihr seht es zum Beispiel auch, dass durch das Silikon die Farbe nochmal etwas so dünn ist. Deswegen braucht ihr eigentlich fast gar nicht so arg verdünnen. Na, ihr könnt es hier so machen. Kennt ihr ja von den Videos. Also freie Gestaltung ist hier offen. Könnt ihr Streifen ziehen. Ein bisschen mehr. Gute bei Acrylic ist halt, dass die Farben nicht gleich ineinander verlaufen. Das ist der Vorteil von Acrylic. Kennt ihr, wenn einer normal Acryl malt, dass er ziemlich viel verstreichen muss. Dann die andere Sache ist, was auch gut ist, man kann jetzt zum Beispiel die Farben ineinander reinmachen. Das seht ihr also hier, ich hoffe ihr könnt sehen. Sieht ihr, dass es nicht so verrührt. Und das machen wir jetzt einfach mal. Dann noch Silber rein. Da könnt ihr theoretisch den ganzen Topf draufhauen. Aber nur, dass ihr es auch mal seht. Am besten vielleicht einmal noch mal kurz verrühren. Aber ganz wenig. Dass es leicht ineinander vermischt. Und dann habt ihr praktisch ja, verschiedene Farben ineinander. Ja, jetzt haben wir fast zu viel schon. Gut, geht ja darum, dass ihr es seht. Und jetzt kommt eigentlich der wirkliche Effekt, indem ihr das bis zu die Kanten rauslaufen lasst. Ja. Halt immer mit Vorsicht genießen. Die andere Seite. So, und jetzt könnt ihr es euch natürlich hinschieben, wie ihr möchtet. Da ist jetzt schon eine große Blase drin. Die können wir kurz wegdrucken. So, wenn es euch jetzt nicht gefällt, dann könnt ihr immer noch, wenn ihr noch ein bisschen Farbe übrig habt, Akzente setzen. Mache ich auch mal gern noch. Ich sage jetzt mal ein bisschen abstrakt mäßig. Kann, muss nicht. So, ihr seht wahrscheinlich schon leicht die Bläschen vom Silikon. So, jetzt hat meine Kamera wieder ausgeschaltet. Ich weiß nicht, was sie zurzeit hat. Die schaltet nach einer gewissen Zeit ab. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ihr verpasst habt. Muss ich halt zusammenschneiden. Was ich jetzt machen wollte, wie gesagt, mit etwas erhitzen, damit die Flammen oder die Bläschen raus, also ja, Flammen genau, mit der Flamme die Bläschen rausmachen.
Wenn ihr Lufteinschlüsse habt mit kleinen Bläschen, dann könnt ihr das auch durchs Erhitzen herausnehmen oder herausmachen. Ja. Das sagt mir auch, dass es auch schon leer ist. Ja, heute klappt es gut. Ich hoffe, dass jetzt der große Flammenwerfer noch geht. Wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen. Ihr könnt ja auch nur stellenweise Bläschen rausholen, nicht das komplette Bild, je nach Geschmack dann. Weil ihr müsst aufpassen, durch die Hitze schmilzt es auch ein wenig und dadurch waren die Kanten meistens auch wieder freigelegt und da müsst ihr halt echt aufpassen. So, und dann kann man ein bisschen das wieder rauslaufen lassen. Wenn ihr noch Farbe übrig habt, wie gesagt, die Kanten ist immer das Schlimme. Das ist das, was mich immer stört. Und dann lasse ich es lieber nochmal nachlaufen. Sollte man jetzt aber eigentlich nicht so machen, seht ihr? Weil dann alles wieder ja, ein Beispiel, was man nicht machen sollte. Aber das ist das, was ich gemeint habe, man soll vorsichtig mit dem Feuer sein, weil sonst schrumpft es zu arg. Und auch das Silikon ist halt noch dünnflüssiger. Also ich würde vorschlagen, probiert es erstmal ohne Silikonspray. Dann verläuft die Farbe nicht ganz so leicht. Es soll ja hier nicht ums Bild gehen, sondern einfach nur erklärt, wie es gemacht wird. Aber ich hau jetzt trotzdem noch mal ein bisschen Feuer drauf, mir egal. Weil die Bläschen jetzt alle bereit sind. So. Ja gut, manchmal ist ein weißer Kontrast auch nicht schlecht. Wir lassen es jetzt einfach mal so. Also ich hoffe, euch hat es gefallen, euch hat es was gebracht vor allem. Dass ihr mal gesehen habt, wie das funktioniert mit den Farben anmischen, mit was für einem Medium. Transparent Lack glänzend auf Deutsch. Oder wie gesagt Pure Medium, Flow Medium, da gibt es verschiedene von Liquitex oder Schminke auch noch. Mit Silikon, wie man die Farben anmischt. Dann, seht ihr, habe ich fast vergessen, Glitzer kann man noch drauf machen. Komm, das mache ich jetzt noch. Dann haben wir alles durch. Der Glitzer hat halt auch noch den Effekt, dass der, wenn ich ihn aufkriege,
dass der bei Silikon die Bläschenbildung auch noch mehr verstärkt. Jetzt machen wir das einfach mal. Genau, nicht so viel, das ist schon mein Punkt. So, Glitzer, Glitzer. Naja, Frauensache oder Männersache, wie auch immer. Die Geschmäcker sind verschieden. Gut. Ich zeige euch das Bild jetzt einfach auch nochmal von nahem. Zeige euch vielleicht manche Fehler auch hier am Rand, so wie hier jetzt. Es kommt halt, wenn man zu viel Silikon reinmacht, das sollte man wirklich mit Vorsicht genießen. Wirklich nur 2 kleine Spritzer Silikon rein. Und dann passiert es weniger hier am Rand, wo zum Beispiel die Farbe sich einfach wieder zurückschrumpft. Die Farbe schrumpft halt auch wieder, wie gesagt, durch die Wärme. Da muss man auch mit Vorsicht genießen. Deswegen mein großer ist eigentlich nicht wirklich geeignet. Nehmt lieber so einen kleinen und fahrt leicht drüber. Dann wird es auch besser. Okay, ich hole mir jetzt mal die Kamera her, damit ihr seht, wie es von nahem aussieht. Dann bis gleich. So, bin jetzt zurück. Schauen wir uns mal die Kanten unten an. Seht ihr hier die Kanten? Das ist das, was ich gemeint habe. Ihr könnt natürlich jetzt verstreichen hier noch ein bisschen. Ob es dann besser wird oder schlechter, ist immer schon die Frage. Gut. Ich hoffe, man kann es richtig erkennen soweit. Da war ein bisschen Fehlglitzer. Hier am Rand. Da ist ja das, wo die Farbe einfach wieder zurückgetrocknet ist. Oder etwas zusammengeschrumpft ist durch die Hitze. Ja, aber ihr seht den Effekt, ihr seht auch den Effekt hier bei den lilanen Bläschen. War jetzt einfach etwas zu viel von allem, aber so ist halt dieser Vorführeffekt. Und ich hoffe, ich habe euch trotzdem helfen können mit dem Video. Dass es einfach mal selber macht, probiert es aus, macht Spaß, kann eigentlich jeder. Und dann bis demnächst. Falls es euch gefallen hat natürlich auch, fast vergessen wieder wie immer, Daumen hoch. Schreibt mir Kommentare, ob ihr mehr so Videos, Erklärvideos haben möchtet oder einfach nur Bilder von mir. Und wenn es euch gefallen hat, gerne den Kanal abonnieren, dann für mehr Videos. Und dann bis demnächst. Ciao.